Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zurück auf der Baustelle. Denn nachdem ich im ersten Teil zahlreiche Verpackungsreste zu einer Sci-Fi-Festung verbastelt hatte, geht's in den folgenden Minuten um die Bemalung. Abseits der Kamera habe ich übrigens noch ein paar weitere Festungselemente gebaut. Eine Mauer mit Eckturm für rechts des Tores, eine Mauer mit Eckturm für links vom Tor, einen Bunker und einen Turm, Silo, Energieanlage oder was auch immer. Übrigens dazu noch ein Tipp. Verwendet ihr dabei wie ich Heißkleber, überprüft vor dem Einsatz, ob der Kleber das Styropor angreift. Denn einige wenige Sorten machen das leider. Auf der Verpackung sollte sich hierzu aber immer ein Hinweis befinden. Wollt ihr auf Styropor oder Hartschaum größere Schäden erzeugen, nehmt beispielsweise eine Sprühfarbe. Dank der oft enthaltenen Lösungsmittel frisst sich die Farbe herrlich ins Material. Auch Sekundenkleber oder ein Heißluftföhn sind prima, um großflächig Schäden zu verursachen. Haltet die Werkstücke dabei aber immer mit einer Zange oder ähnlichem fest, um euch nicht zu verbrennen, und macht das Ganze wegen der Dämpfe am besten draußen. Der Klassiker ist ansonsten ein scharfes Bastelmesser, mit dem ihr kleine Stückchen aus den Wänden herausbrechen könnt. Idealerweise überall dort, wo bei Gefechten Einschusslöcher oder ähnliche Schäden entstehen können. Viele von euch hatten nach dem ersten Teil in den Kommentaren auch gefragt, wie man die Styropor-typische Oberfläche beim Grundieren zugespachtelt bekommt. Eventuell mit Holzleim? Nein. Mit Mod Podge? Nein, auch nicht. Vielleicht mit dicker, purer Farbe? Nö, ebenfalls nicht. Und wenn man Spachtelmasse mit in die Grundierung mischt? Nein, leider klappt das auch nicht. Aber die Oberfläche wird dadurch rauer und die nachfolgenden Farbschichten haften besser. Und auf den Styroporflächen, die mit dem Heißdrahtschneider zurechtgeschnitten wurden und damit auch etwas glatter sind, kann man die Oberflächenstruktur tatsächlich etwas kaschieren. Ansonsten, Styropor besitzt einfach diese typische Oberfläche. Da müsste man schon vorab mit Spachtelmasse und viel Schleifen arbeiten, um die Seiten glatt zu bekommen. Das wäre aber ein wahnsinniger Aufwand, vor allem in schmalen Winkeln und Ecken. Wer also partout nicht auf glatte Oberflächen verzichten mag, der sollte definitiv nicht zu Styropor, sondern zu glatterem Hartschaum greifen. Der kostet dann vielleicht ein paar Euro, sofern man nicht auf Baustellen nach Gratisresten fragt, aber dann hat man auch deutlich glattere Oberflächen. So, jetzt aber endlich zur Bemalung. Ich mische ein Schiefergrau mit wie üblich Wasser und Holzleim zur Versiegelung an und gebe noch etwas Spachtelmasse hinzu. Die Spachtelmasse sorgt nach dem Trocknen dann, wie gesagt, für eine raue Oberfläche, wie ihr es von einer Sprühgrundierung her kennt. Achtet beim Grundieren darauf, dass keine Pinselstreifen zu sehen sind und tupft solche unschönen Spuren einfach weg. Danach werden zwei einfache Washes angemischt. Ein Schwarz und ein Braun, beide mit ordentlich Wasser, das genügt bereits. Checkt die Konsistenz und Deckkraft und bemalt dann alle Elemente mit dem Schwarz, um den braunen Wash punktuell hineinzutupfen. Die Washes verlaufen dann nass in nass ineinander und sorgen so für einen organischen Farbverlauf. Ist dann alles richtig gut durchgetrocknet, mischt euch aus der schiefergrauen Grundfarbe und einem hellen Grau einen 1:1 Mix an, um damit alle Festungsteile trocken zu bürsten. Für kleine Flächen und Details bieten sich die üblichen Pinselgrößen an. Praktischer sind aber deutlich breitere Pinsel. Das spart auch Zeit. Natürlich könnt ihr auch tupfen. Allerdings würde ich wegen der großen Flächen nicht die üblichen Schminkpinsel, sondern größere Rundpinsel verwenden. Ist die erste Trockenbürstschicht aufgebracht, folgen Highlights aus dem hellen Grau, in das noch ein klein wenig von der Grundfarbe hineingemischt wird. Bürstet damit nur noch ganz vorsichtig aus der Richtung, aus der das Licht fällt, also von oben nach unten.
Schnappt euch abschließend noch ein mittleres Erdbraun und ein helles Sandbraun, um in Bodennähe und überall dort, wo Dreck hingeweht sein könnte, für Schmutzeffekte zu sorgen. Natürlich kann man sich dann auch noch richtig austoben und Leuchteffekte wie in diesem Generator-Tutorial oder Rosteffekte wie in diesem Turmvideo aufbringen. Wenn ihr das machen wollt, die entsprechenden Tutorials sind oben verlinkt. Und wer mag, kann abschließend noch passende Deko auf seine Festungsmauern aufbringen. In Ermangelung an passenden Warhammer 40k Bits habe ich mir nur ein paar Poster aus dem Internet heruntergeladen und ausgedruckt. Nach dem Aufkleben noch mit einem braunen Wash drüber. Danach wäre diese Festungsanlage dann auch schon spielbereit. Ich kann jedem nur empfehlen, einmal mit Styroporresten herumzuspielen. Ja, die Oberfläche sieht halt aus, wie sie aussieht, aber durch die vorgefertigten Formen geht man beim Schneiden und Zusammenbau ganz anders vor, als wenn man mit klassischem Hartschaum bastelt. Und weil die Reste ja meist nichts kosten, ist es auch nicht schlimm, wenn was daneben geht. In diesem Sinne, entdeckt eure kreative Ader neu und habt Spaß. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!